Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Und zwar Last-Minute-Strategien für den Status. Ja, wie kann ich meinen Status noch retten? Das war gestern Abend bei dem Semi-Impromptu-Stammtisch ein Thema. Weiter haben wir als Thema natürlich der EBIT sinkt, Lufthansa-Gewinn stagniert trotz des Rekordsommers. EIS, das ist ein Thema, was bei Fluggesellschaften wichtig ist, und zwar Entry into Service heißt es. Und der Entry into Service von einem Flugzeug dauert jetzt länger. Er kommt nicht jetzt quasi. Das kann so 2027 werden. Schauen wir uns an, was es ist, aber ihr wisst es sicherlich, was es ist. Und natürlich noch ein Thema, TSA hat einige Lines gestoppt, weil sie kein Geld haben, hatte ich ja gestern schon erwähnt, dass Fluggesellschaften die Mitarbeiter unterstützen. Und da können wir dann mal schauen, was das alles so mit sich bringt. Ihr denkt an, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, kommentiert, abonniert und kommt auf School. Das erste Thema ist Lufthansa EBIT. Lufthansa konnte im Sommerquartal 2025 trotz 3% mehr Passagiere, 42 Millionen, den Gewinn nicht steigern. Das bereinigte EBIT sank um 1% auf rund 1,3 Milliarden Euro, der Überschuss um 12% auf 966 Millionen. Hauptgrund waren Preisrückgänge und natürlich höhere Kosten, die die Lufthansa hat. Der Umsatz stieg um 4% auf 11,2 Milliarden, aber die Sitzplatzerlöse sanken um 2,2%. Also die Preise sind flüchtig. Ursachen ist halt schwache Nachfrage auf Transatlantikstrecken und harter Wettbewerb in Europa. Asien tut ja sein Übriges dazu. Das laufende Sparprogramm begrenzt die Stückkostensteigerung ohne Treibstoff auf nur 0,5%. Prognose, das Jahresergebnis soll deutlich über 2024 liegen. Das waren 1,4 Milliarden. Lufthansa erklärte, Zitat, das Preisumfeld auf den Nordatlantikrouten wird schwächer, war der Wettbewerb innerhalb Europas stark. Dann Unternehmensmitteilungen hatte auch nochmal ein anderes Zitat. Das laufende Sparprogramm zeigt Wirkung. Die Stückkosten abseits des Treibstoffs steigen nur um 0,5%. Und jetzt eine Zuschauerfrage natürlich. Und zwar Lufthansa hat trotz steigender Passagierzahlen ihre Gewinne kaum halten können. Liegt das Problem eher an der Preisstrategie oder an den steigenden Kosten? Also das heißt, hatte Lufthansa zu hohe Preise, dass die Leute da keinen Bock mehr drauf hatten zu fliegen? Oder wie seht ihr das Thema? ES, Entry into Service, beim zweiten Thema 777-9. Ja, die verzögert sich um ein weiteres Jahr auf 2027 und damit kommt die ganze Bude 7 Jahre später als geplant. Lufthansa bleibt designierter Erstbetreiber, hat aber die Crewschulung bereits verschoben. Boeing muss 4,9 Milliarden abschreiben. Gesamtkosten der Verzögerung sind fast 16 Milliarden Dollar. Boeing schrieb im Quartal 3 2025 erneut 5,3 Milliarden Dollar, das sind große Zahlen, Verlust, obwohl der Umsatz auf 23,3 Milliarden plus 30% stieg. Grund Nachwirkungen des 737 MAX-Debakels, Produktionsobergrenze der FAA wurde ja auf 38 Jets pro Monat angehoben. Qualitätsprobleme bei 787 Dreamliner. Und jetzt geht's weiter, denn seit Sommer 2024 leitet ja auch Kelly Ortberg Boeing und versucht, die Krise zu stabilisieren. Aber es ist halt wirklich ein Berg an Arbeit, der da ist, der die ganze Sache ausbremst. Da gab es ja auch einen Belastungstest, der negativ verlaufen ist bei der 777. Und beim 350.000er bleibt derzeit die einzige realistische Alternative in dem Segment. Heißt also, muss eine Fluggesellschaft mal schauen, ob sie bei Airbus besser bedient sind. Lufthansa plant den Einsatz von 20 777-9er und später halt auch die 777-8 als Frachter. Und die sollen ja ab Frankfurt fliegen. Da könnt ihr natürlich jetzt eure Meinung zu bilden. Ist natürlich gut, dass solche Themen immer vor dem Ganzen passieren. Heißt also, bevor die ganzen Maschinen in den Entry into Service haben, ist ja klar. Und das wäre nicht das erste Mal. Ist halt nur ärgerlich, wenn die Verzögerungen halt immer wieder sich akkumulieren. Die Frage ist, sollte Lufthansa weiter am Boeing festhalten und stärker auf Airbus setzen, um Planungs- und Lieferprobleme zu vermeiden? TSA. Der Government Shutdown stoppt zum Beispiel die Delta One Sicherheitslinien in JFK und LAX. Wegen des US Government Shutdowns hat Delta Airlines ihre Business Class Sicherheitslinien Delta One an den Flughäfen JFK und
LAX vorübergehend verloren. TSL kann den vollen Betrieb nicht aufrechterhalten, weil nicht mehr alle Mitarbeiter arbeiten kommen. Und der Shutdown in diesem Jahr erinnert an 2019, da gab es ja auch einen Shutdown, der durch massenhafte Krankmeldungen bei Air Traffic Controllern endete. Andere Airlines, wie American oder United, sind bisher anscheinend nicht betroffen. Und man muss natürlich dafür Verständnis haben. TSA, die Leute arbeiten teilweise ohne Bezahlung. Ist natürlich ärgerlich. Und ich denke mal, dass die Finanzierung der Systeme da ganz klar wiederhergestellt werden müssen. Also ich finde das System merkwürdig, dass der Staat für seine Leute nicht zögert. Und viele Leute leben von der Hand im Mund oder wie es im Englischen heißt, vom Paycheck to Paycheck. Also sind da nicht viele Möglichkeiten. Ja, da erübrigt sich irgendeine Frage, ob das jetzt schlimm ist, dass die First-Class-Passagiere da nicht oder Premium-Passagiere da nicht die eigene TSA-Line haben. Ich denke mal, das ist ein Luxusproblem, deshalb brauchen wir da keine Frage des Tages. Was für viele aber ein Thema ist des täglichen Überlebens, ist anscheinend Status. Und da ist es so, dass am 31. Dezember natürlich der Qualifikationszeitraum wie so ein Hammer fällt. Und qualifizieren müsst ihr euch für den Frequent Trailer mit 650 Punkten. Davon sind 325 Qualifying Points. Qualifying Points sind die Punkte, die ihr haben müsst auf Lufthansa Group oder gleichgestellten Airlines. Beim Senator sind es 2000, dafür müssen 1000 Qualifying Punkte sein und 6000 beim Hon Circle, davon müssen alle Qualifying Points sein. Und natürlich ist es so, dass die Reiseklasse und der Kontinent zählt, aber nicht mehr die Distanz. Und natürlich sind da einige Strategien, wie man das Ganze nochmal einfacher bekommen kann. Das ist mit dem CO2, mit der Abgabe, da gibt es Möglichkeiten, Punkte zu bekommen. Hatte ich ja auch gesagt mit der Condor, weil die Condor halt da keine Statusgeschichten vergeben kann, ist das halt blöd. Dann Status-Boost-Aktionen mit bis zu 50% mehr Meilen oder noch mehr in der First Class, die ja angeboten werden auf bestimmten Strecken mit Meilentauschfunktionen bis zu 25.000 Prämienmeilen gegen Statuspunkte eintauschen, also nur Kartenumsatz. Upgrades kaufen, bereits gebuchte Flüge in höhere Klassen heben, das sind dann doppelte Punkte. Mileage Run, das sind dann so Kurzstreckenumstiege, die man machen kann, um dann mehrere von diesen Flügen aneinander zu heften. Das ist dann halt auch so ein Hopping. Eurowings Business Class Flüge natürlich nach Dubai ist der Klassiker oder halt in den Nahen Osten grundsätzlich. 200 Punkte je Segment und mit 260 sind die halt relativ günstig. Natürlich nicht die komischen anderen Sitze buchen. Dann die Surprise Booking, das sind günstige Kurzstrecken mit Punkten ab 99 in Euro oder 199 Euro in der Business Class. Und Uptrip App, die hat ja 50 Karten, FTL-Status auch ohne Kalenderjahrbindung. Und Lufthansa Kreditkarten, da hat man aber trotzdem halt nochmal die Priority Benefits. Ja, wer wenig fliegt, sollte sich das Ganze über die Karten einkaufen, ganz klar. Vielflieger kurz vor dem Ziel können das über die Kompensation auch nachträglich noch machen. Und der Status bleibt dann bis 2027, 2027, wenn ihr jetzt verlängert. Ja, also man kann da nur noch halt gucken, dass man da schnell wird. Frage des Tages ist natürlich hier auch, würdet ihr zum Jahresende gezielt Geld oder Meilen investieren, um noch Lufthansa-Status zu sichern, oder spart ihr lieber und nutzt 2026 mit Kreditkartenvorteilen gezielt Flüge, um neu zu starten, oder habt eine neue Strategie für das 2026er Jahr, um dann vielleicht einen längeren Zeitraum den Status zu haben. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und so weiter. Ihr wisst das ja, wie es ist. Und ganz wichtig an dieser Stelle, ist cool. Frage des Tages kommt natürlich wieder auch die Wiederholung. Einmal die Lufthansa. Waren die Preise einfach zu teuer oder ist es halt so, dass man da sagen kann, an den steigenden Kosten? Was war es, dass beim Lufthansa da nicht mehr so gemocht hat? Aber wenn die Passagierzahlen steigen, ist es ja eigentlich eine logische Antwort. Und dann bei der 777 ist natürlich die Frage, sollte man jetzt wieder eher auf Boeing schimpfen und auf Airbus zugehen? Da ist eure Frage und Meinung bedeutend ist das Wort. Und die andere Sache ist, macht ihr Mileage Runs gezielt am Jahresende oder nicht und sagt Status, wohin auch immer. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke an, Like und so weiter. Und dann wieder bis zur nächsten Sendung. Ciao, danke, dass ihr heute wieder dabei wart.